Herzlich willkommen beim neuen Video von Motorrad Christiansen. Mein Name ist Tim, ich bin der Social Media Mitarbeiter von der Firma und darf heute Gerd ehrenvoll vertreten. Seht's mir nach, ich bin natürlich nicht so ein Meister wie Gerd, aber bedingt durch den ganzen Stress in der Firma wollte ich ihm ein bisschen den Stress abnehmen und stelle euch heute die wunderschöne GK 125 vor von Zontes. Viele von euch haben nachgefragt und heute kommt endlich die Vorstellung. Top-Speed-Test sowohl von der GK 350 als auch von der GK 125 folgen noch. Bleibt dran, wartet die nächsten Wochen ab, dann bekommt ihr das per Video. Aber heute erstmal von der GK 25. Optisch ein riesiger Wahnsinnsbrecher einfach nur. Ihr erinnert euch noch an die G1 125? Die sind vom Konzept relativ ähnlich, aber es gibt doch ein paar signifikante Unterschiede und da wollen wir heute mal drauf eingehen. Wir fangen erstmal hinten an. Gerd hat letztes Mal in der Woche von der 350 von der Vorstellung auch angefangen. Schaut euch mal diese geile Felge an. Es ist das gleiche Konzept wie bei der GK 350, dass sie ein bisschen weiter absteht als der Reifen. Und das hat man so bei dem Motorrad, außer bei Zontes, habe ich das noch nie irgendwo gesehen. Und das ist echt so ein Alleinstellungsmerkmal von der Maschine. Gibt echt was her. Schauen wir direkt nochmal, wie groß die sind. Wir haben hier, ich sehe es nicht, ich bin blind. Da, Kameramann, danke. 130, 70, 17 Zoll. Und vorne schauen wir auch mal. Vielen Dank. Da, 110, 70, auch 17 Zoll. Das heißt sogar gleich groß, habt da nicht viel Spiel. Und wie sich das Ganze fährt, das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal in einem separaten Video an. Aber optisch alleine muss man sagen, gibt das schon was her. Die gibt es einmal in zwei Farbvarianten, soweit ich weiß. Einmal in diesem Schwarz und dann haben wir noch so ein leicht silberliches mit so einem Leim. Können wir euch auch noch mal gleich drin zeigen. Gehen wir einmal, wenn wir reingehen, nochmal von an vorbei. Ja, aber optisch ein Hingucker. Was sich im Vergleich zur G1 nicht geändert hat, sind einmal die Armaturen, meine ich in Bezug auf auch das Licht und Kennzeichenhalter. Können wir mal hinten schauen. Die Blinker soweit sind gleich geblieben. Kennzeichenhalter ist auch gleich, wobei man sagen muss, das erste, was ich jetzt persönlich beim Motorrad immer ändern würde, wenn ich eins kaufe, ist das Kennzeichen. Aber hier muss man fairerweise sagen, für Zontes sieht das gar nicht so aus wie bei den ganzen anderen japanischen Herstellern. Die kloppen ja einen riesen Kennzeichenhalter da mal dran. Das sieht total Mist aus, aber hier kann man das so schon stehen lassen und sieht ganz gut aus. Wir haben einmal hier auf der Seite ABS, natürlich auch von der neuesten Generation, Bosch ABS System. Das heißt, da seid ihr auch sicher unterwegs auf der Straße. Wir haben hier, wie bei der GK 350 auch, Anzeige von der Bremsflüssigkeit. Die kann man gut ablesen, ist auch wichtig, wenn ihr gerade mal irgendwo unterwegs seid und seht, oh, Bremsflüssigkeit, dass ihr dann beim nächsten Gelegenheit in die Werkstatt fahrt. Sozius Fußrasten von der Verarbeitung auch sehr gut. Kann man ordentlich Gewicht drauf packen. Generell die Verarbeitung. Viele kritisieren bei Zontes, kommt aus China und asiatischen Markt und weiß man nie. Natürlich gibt es viele Vorurteile, aber wir von der Firma können einwandfrei sagen, dass wir noch keine negativen Erfahrungen mit Zontes gemacht haben und selber sehr positiv überrascht sind von der Verarbeitung und von der Qualität. Deswegen können wir auch da ohne schlechtes Gewissen sagen, dass das Top-Motorräder sind. Vor allen Dingen für den Preis, den muss man ja auch beachten. Okay. Vorne Naked Bike, Motorblock liegt offen. Wir haben hier 125 PS, aber auf die technischen Daten gehen wir gleich mal zusammen drauf ein. Was ich auch noch rausstellen will, sind diese genialen Spiegel, die mitliefern. Das ist auch gleiches Argument wie bei dem Kennzeichen. Das ist auch mit das Erste, was die meisten Leute immer ändern. Spiegel und Kennzeichenhalter, dass die nicht so gut aussehen. Aber hier müsst ihr keins von beiden wechseln, weil beides einfach so mit dem Motorrad mitgeliefert wird und top aussieht. Ihr habt auch hier, ganz wichtig für die Bremse und für die Kupplung, so einen Kupplungsschutz. Falls ihr doch mal fallen solltet, fallt ihr mit eurer Hand nicht auf die Bremse. Und da wird nicht reingebremst ins Motorrad, sondern da habt ihr einen Schutz vor, dass da nichts passiert. So, und dann gehen wir noch einmal auf die Details ein von dem Orange, von dieser Linie hier über ins Cockpit vorne. Wir haben natürlich vorne auch ABS hinten und vorne. Und ihr seht schon von der Front, Maske ähneln die sich sehr stark, die G1 125 und die GK 125. Beide mit diesem Zontes-Logo, was hier reingeht und diesem richtig hellen Scheinwerfer, LED-Scheinwerfer. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den direkt mal an. Motorrad ist an, Display fährt hoch und das ist mal eine Helligkeit. Also da nachts und auf der Landstraße und überall, da kann mir keiner erzählen, dass er euch nicht sieht. Da werdet ihr auf jeden Fall gesehen. Ich habe es ja gerade so ganz locker angemacht und wenn ihr die mal Probe fahren solltet,
werdet ihr vielleicht merken, dass es gar nicht so einfach ist wie gedacht, weil, schauen wir mal hier ins Cockpit, Tata. wir sehen kein Zündschloss, weil die Maschine hat Keyless Go. Sonders geht immer mit dem neuesten Stand der Technik und das ist hier auch vorhanden, das Keyless Go. Wir haben die Schlüssel euch mal hier hingehangen. Die müssen einfach nur in Reichweite sein, sei es in der Hosentasche oder in der Jacke irgendwo drin. Und ihr könnt die Maschine entsperren. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr die wieder sperrt. Müsst ihr ein bisschen länger gedrückt halten. Geht's aus und dann hört ihr dieses Klicken. Und wenn ihr dann hier einmal einrastet, seht ihr, ist das Lenkradschloss drin. Und das war das, was Gerd letzte Woche auch gesagt hat. Wenn ihr die dann einmal ausmacht und das Lenkradschloss reinfällt und dann irgendwie um eine Kurve fahrt, müsst ihr sehr aufpassen, nicht, dass ihr euch da hinlegt. Aber um die anzumachen, habt ihr gesehen, einmal kurz Sekunde drücken, geht's Cockpit an und das schauen wir uns auch nochmal genauer an, weil das im Vergleich zur G1 deutlich moderner ist. Wir haben jetzt hier einmal oben links eine Ganganzeige, dann haben wir hier den digitalen Drehzahlmesser. Hier haben wir die km/h-Anzeige, die Uhrzeit, die müssen wir noch einstellen, wir haben früh am Morgen. Hier sehen wir einmal die Gesamtkilometer, den Sprit, der ist müssten so 8 oder 9 Balken sein, angegeben und die Motortemperatur. Und dann haben wir natürlich noch so weitere Kontrollinstanzen wie Neutralanzeige, Motorkontrollleuchte, Temperatur, Tankanzeige, falls wir in den kritischen Bereich kommen, Batterieanzeige, genau, ABS, Licht und so weiter. Das Gute ist auch bei den Blinkern, sehen wir, wenn wir links blinken, blinkt die linke Seite, blinken wir rechts, blinkt die rechte Seite, könnt ihr euch also auch nicht verwirren. Und ich will noch weiter auf den Tacho eingehen. Wir haben hier verschiedene Modi und eine Set-Taste. Schaut mal hier unten auf die 1 von Odo, das sind ja die Gesamtkilometer. Gibt es noch einen Trip, der mit angegeben wird, also 1,7. Und dann können wir mit Set einmal weitergehen, wenn wir zurück auf Odo gehen. Da sehen wir jetzt noch einen Average, Kilometer, kann ich noch nicht genau viel sagen. Und was richtig cool ist, einen Verbrauch pro Liter auf 100 Kilometer. Und das ist schon echt cool, dass sie das mit angeben und man so seinen eigenen Verbrauch messen kann. Bevor man sonst bei anderen Maschinen irgendwie nur die Gesamtkilometeranzahl hat und dann sich den Verbrauch selber ausrechnen muss, habt ihr hier ein intelligentes Bordsystem, das euch das noch ausrechnet. Das ist einmal hier die Gesamtreichweite, die wir noch haben. Also mit der Maschine jetzt noch gut 360 Kilometer. Voll können wir euch gar nicht sagen, wie viel die hat. Ich schätze mal, wenn die Anzeige jetzt richtig stehen sollte und dann noch ein bisschen geht, also sagen wir noch 1/3 on top, könnte es um die 400 Kilometer locker hinkommen. Aber das müsst ihr einfach mal in der Praxis schauen, da können wir euch leider keine verbindlichen Aussagen zu geben. Was auch noch cool ist, ihr habt eine Anzeige, wann die nächste Inspektion bevorsteht. Hier bei Zontas ist die erste große Inspektion, wie bei vielen anderen Motorrädern auch, mit 1000 Kilometern. Das heißt, da in 999 Kilometern. Und das war es eigentlich schon zum Display. Aber ihr habt gesehen, wir haben eine Verbrauchanzeige, das ist super intelligent, super cool. Und eine Trip-Anzeige sowie auch eine Gesamtkilometeranzahl. Sehr cool. Dann würde ich sagen, hören wir uns die Maschine einmal an. Wie gesagt, Keyless Go, aber ihr habt trotzdem, um die anzumachen, Kupplung ziehen, weil der Ständer draußen ist. Machen wir die einmal an. Wir sehen auch direkt LED-Beleuchtung hinten auch sehr modern. Und ich zeige euch auch im gleichen Zug nochmal die Blinker. Nicht so, da, mein Gott. Das heißt, hinten haben wir auch LED-Blinker und die Front- und Hintermaske sieht auch analog aus zur GK 125. Nicht versprechen. G1 125, Entschuldigung. Wir haben jetzt hier natürlich auch die neueste Euronorm. Deswegen haben wir einen riesigen Pott-Katalysator vor dem Auspuff. Und der schluckt natürlich ordentlich Sound, aber wir können uns den trotzdem gerne mal anhören kurz. Ja, für einen 125er würde ich sagen, okay, wir wollen jetzt auch nicht die Nachbarn hier belästigen, deswegen drehe ich jetzt auch nicht hier unnötig am Hahn. Machen wir einmal wieder aus. Und dann würde ich sagen, kommen wir einmal zur Sitzhöhe und später auch den technischen Daten. Ich setze mich einmal drauf, um euch einen Eindruck zu geben, wie die ausfällt. Jetzt habt ihr mal, anders als Gerd, mich hier drauf sitzen und nicht Gerd. Ich bin 1,87 groß und ihr seht, auch für größere Leute, ihr habt hier noch vorne den Knieschluss. Da denke ich, geht das locker bis 2 Meter, wenn nicht sogar größer hier drauf. Wenn ihr den Rücken gerade macht, habt ihr auch hier eine gute Übersicht über alles. Ich komme locker an alles dran, kann auch gut meine Arme durchbeugen und nicht so sitzen wie manche Motorradfahrer. Also es ist super entspannt hier drauf zu sitzen. Und dann würde ich sagen, werfen wir einmal kurz einen Blick auf die technischen Daten. Vielleicht habe ich ja das eine oder andere Wichtige vergessen. Schauen wir nochmal drauf. Also, wir haben grob 125 Kubik. Die Bohrung des Zylinders brauchen wir jetzt nicht zu
erwähnen. Wir haben fast volle 15 PS, das ist bei einer 125er sehr wichtig und hat sich auch in einigen Videos gezeigt, dass Leute, wenn die einen A1-Führerschein machen oder die Erweiterung mit B196 auch diese 15 PS ausschöpfen wollen, ist ja auch völlig legitim. Das heißt, hier wäre es interessant zu wissen beim Topspeed-Test, ob die wirklich die ganzen 15 PS auf die Straße bringen kann und wie schnell die auch fährt. Weil für viele ist ja auch wichtig, dass die kein Hindernis im Verkehr sind und auf der Landstraße und Autobahn auch flüssig mitfließen können. Das schauen wir beim späteren Video. Wir haben eine elektronische Einspritzanlage und eine Länge von knapp 2 Metern bei dem Motorrad. Von der Höhe, ich saß ja gerade drauf, 87 cm von der Sitzhöhe. Nee, umgekehrt. Nee, Entschuldigung, Breite. Ich bin gerade total abhanden. Höhe haben wir über 1 Meter. Breite haben wir 78 cm. Bodenfreiheit ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir haben natürlich das neueste ABS-System von Bosch, soweit ich weiß, vorne und hinten. Stimmt, die Sitzhöhe steht hier gar nicht drauf. Ich denke, dass die Sitzhöhe wie bei der G1 auch ist. Und die G1, die ist von der Sitzhöhe bei 79,5 cm. Habe ich mal nicht so im Kopf, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich denke, dass die hier ähnlich sein wird. Wir haben vorne eine Upside-Down-Gabel, wo ich gar nicht drauf eingegangen bin, und ein Monofederbein. Die Reifengröße vorne und hinten sind wir drauf eingegangen, also auf beiden 17 Zoll und ein Verbrauch, und das ist krass, natürlich Herstellerangabe von 2 Liter auf 100 Kilometer, was extrem wenig ist in der heutigen Zeit. Aber da sei auch der Hinweis gesagt, Herstellerangaben können natürlich von den Werten, die auf der Straße dann wirklich Fahrt abweichen. Und wir haben ja auch vorhin gesehen, den Verbrauch im Display, die ist jetzt nur 1 Kilometer gefahren, ich habe die aber nur hier rausgeschoben, stand ja auch irgendwas mit 3 Liter auf 100 Kilometer. Also nagelt euch da nicht drauf fest auf die 2 Liter, da könnt ihr unter Umständen mehr verbrauchen. Aber es ist ja auch interessant in der heutigen Zeit zu wissen, dass ihr bei so einem Motorrad einen geringen Spritverbrauch habt. Empfehlenswert. Ein Feature von dem Bike ist auch noch, dass sie ein Reifendrucksystem haben. Das haben wir jetzt im Cockpit gar nicht gesehen, aber das ist mit ausgestattet. Aber das zeigen wir euch noch mal kurz, damit ihr das auch sehen könnt. Habt ihr hier auf der rechten Seite, bin ich nämlich gar nicht drauf eingegangen, wenn der Druck unter einen bestimmten Wert fallen sollte, habt ihr hier eine Anzeige, die dann rot leuchten wird. Und das ist bestimmt auf Werksangabe auch genormt. Moment. Genau, da habt ihr jetzt einmal gesehen, wenn die Lampe angeht, dass sie gelb leuchtet. Das ist aber nur, wenn das unter den Minimalwert fällt, der vom Werk vorgegeben ist. Sonst könnt ihr die Reifen ja auch wie normal einfach mit einem Reifenluftdruckgerät aufpumpen. Dann, weiteres Feature, was ich noch vergessen habe, das zeigst du auch immer so gerne, ist einmal hier, wenn wir auf Fuel drücken vorne. Ihr habt hier noch 2 elektronische Knöpfe. Drücken wir mal hier drauf und et voilà, der Tank öffnet sich. Können wir da mit ein bisschen Druck auch rausdrehen. Genau. Können das Motorrad dann befüllen. Ist, muss man sagen, sind ein paar Kleinigkeiten, aber die machen schon einen Unterschied aus. Und man muss sagen, dass hier bei dem Motorrad echt der neueste Stand der Technik vorhanden ist. Ihr habt Keyless Go, ihr habt einen Tankdeckel, der sich elektronisch öffnen lässt. Das gleiche funktioniert auch mit dem Sitz, haben wir jetzt nicht gemacht, weil die auch noch gerade zusammengebaut worden ist, machen wir jetzt auch nicht. Aber ihr habt hier echt ein cooles Motorrad. Für viele mag der Preis auch interessant sein, aber wie versprochen schauen wir uns einfach mal die andere Farbvariante an und in dem Zug nenne ich euch auch den Preis. Also gehen wir mal kurz rein, bis gleich. Wie versprochen, hier noch diese andere wunderschöne Farbvariante. Wir haben ja immer so ein Silber mit, wie gesagt, diesen Leim, Limetten, Zitronengrün, wie auch immer man das betiteln mag. Und könnt ihr auch hier an der Seite nochmal sehen. Das heißt, der Schriftzug, der vorne hier in Orange ist, haben wir jetzt hier einmal in so einem Weiß und ja, Lime Green, Neon, wie auch immer man das betiteln mag. Also sieht von der Optik, hier im Vergleich seht ihr das auch mal direkt, bombastisch aus. Und dadurch habt ihr noch eine andere Farbvariante zur Verfügung, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt. Was wir jetzt noch nicht genannt haben, ist der Preis. Wie versprochen kommt er jetzt auch. Und wir können euch einmalig für diese Fahrzeuge einen Preis von 3.899 € anbieten. Das ist unschlagbar, das garantieren wir. Schaut gerne bei eBay Kleinanzeigen vorbei. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mega geil. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerd ist auch bald wieder da, keine Angst. Da bekommt ihr bald wieder Videos mit ihm. Lasst doch gerne ein Abo da. Die Telefonnummer von uns findet ihr einmal hier. Und einmal noch die E-Mail-Adresse von Gerd für Probefahrten etc. Weitere Anliegen hier. Wir machen euch jetzt noch einen kleinen Bike-Porn und sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß, Leute. Bis dahin. Ciao.